Hallo meine Freunde, hola Madridistas, es ist schon wieder Donnerstag, die Woche rast an einem vorbei und ich muss zugeben, seit dem Unentschieden gegen Rayo Vallecano gab es bei Real Madrid sehr viele Krisenpunkte, sehr viele Brandherde. Zunächst einmal natürlich die schlechte Leistung in den letzten Spielen von Real Madrid, zum anderen das große, das Hauptthema, über das überall berichtet wird, zumindest in Spanien, die Krise in der Kabine zwischen einigen Führungsspielern und dem Trainerteam rund um Xabi Alonso. Aber wie das im Leben so ist, das Leben bei Real Madrid geht natürlich weiter und links und rechts passieren sehr viele aktuelle Themen und ich nutze heute endlich den Tag, um mit euch über diese Themen zu reden. Zum einen ist Real Madrid an einem deutschen Wunderkind interessiert. Kenneth Eichhorn. Wer das ist, meine Meinung dazu etc. Darüber reden wir natürlich im Video. Wir unterhalten uns aber auch über Rodrigo. Denn der Brasilianer möchte laut Quellen aus Brasilien und wiederum aus Deutschland Real Madrid verlassen. Vielleicht noch diesen Winter. Ja, dann unterhalten wir uns auch über Endrick. Sein Wechsel zu Lyon steht tatsächlich kurz bevor. Und zu guter Letzt unterhalten wir uns auch über Arda Güler. Denn unser türkischer Wunderjunge hat nicht nur einen Preis in der Türkei gewonnen, sondern auch eine absolute Fußballlegende. Toni Kroos hat sich über den jungen Türken geäußert. Was er gesagt hat und vieles mehr, alles in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, bevor ich dieses Video starte, wollte ich mich tatsächlich nochmal bei jedem einzelnen von euch bedanken und das meine ich wirklich im Ernst. Ich habe gestern eine für mich unglaubliche Marke erreicht, die 15.000 Follower. Das ist für die andere, vielleicht ist das nichts. Für mich war das immer so ein Ziel, auf das ich wollte. Das war mein Mount Everest. Ich bin froh, dass ich den erreicht habe. Dank euch. Ohne euch gäbe es das hier alles nicht. Also ich bin tatsächlich derjenige, der zu danken hat. Ja, und wie die Natur des Menschen so funktioniert, jetzt habe ich schon einen kleinen Blick auf die 20.000. Also, wenn du dieses Video siehst, lass bitte trotzdem ein Follow da. Nicht, dass du denkst, jetzt hat er die 15.000, jetzt brauchen wir nicht mehr. Nein, weiter geht's. Die Familie von Real Madrid rund im deutschsprachigen Raum muss wachsen. Ja, und jetzt nutze ich dieses Video aus, um euch auf die Aktualität von Real Madrid zu bringen. Kommen wir zu einem Spiel, was schon ein paar Tage her ist, aber ich hatte noch nicht die Zeit, mit euch darüber zu reden. Álvaro Arbeloa und Real Madrid Castilla waren in einem super Lauf, hatten eine super Dynamik, hatten 5 Siege am Stück. Ja, aber die spanische dritte Liga ist sehr kompliziert. Da kann wirklich jede Mannschaft jede schlagen. Real Madrid Castilla hat das am Wochenende am eigenen Körper gespürt, hatte 3:0 gegen Mérida verloren. Es war ein sehr aufgeheiztes, sehr hitziges Spiel, sehr viel getreten. Der Schiri hat den Spielern von Mérida sehr viel durchgehen lassen und die Jungs von Castilla müssen halt noch lernen, wie die sich in solchen Spielen wehren. Am Ende ist es dann so gekommen, wie es leider kommen musste. Massen, Tumulte, Schlägerei, rote Karten. 2 Spieler von Real Madrid sind vom Platz geflogen. Álvaro Arbeloa auch noch. Und das, obwohl er zum Schiedsrichter nur gesagt hat, das ist eine Schande, was hier heute passiert. Also finde ich jetzt nicht so schlimm, dass du einen Trainer dafür vom Platz stellen musst. Steht aber so tatsächlich auch im Spielbericht und Álvaro Arbeloa hat das auch selber gesagt. Er hat gesagt, ich habe nur gesagt, das ist eine Schande. Naja, wie dem auch sei, Real Madrid Castilla verliert 3:0, rutscht in der Tabelle auf den 5. Tabellenplatz, konnte den Abstand zum Tabellenersten leider nicht reduzieren. Aber keine Sorge, übermorgen haben sie die nächste Chance. Um 14 Uhr spielen sie gegen einen Abstiegskandidaten. Also ich drücke den Jungs die Daumen. Ja, kommen wir jetzt zur ersten Mannschaft. Und ja, es ist Länderspielpause. Einige von unseren Jungs sind unterwegs. Und heute finden auch die ersten Spiele für Spieler von Real Madrid statt. Ich zeige euch mal die ganzen Spiele, die heute stattfinden. Und wir sollten als Madridistas unser Hauptaugenmerk auf die Spiele
Frankreich gegen Ukraine legen. Die Information zu diesem Spiel ist, sollte Frankreich gewinnen, sind sie für die WM qualifiziert. Ich drücke natürlich einem Kylian Mbappé und einem Eduardo Camavinga die Daumen. Die sind beide nominiert, aber ich drücke natürlich auch einem Aurélien Tchouaméni und vielleicht sogar einem Ferland Mendy die Daumen, denn ihr wisst, wenn es nach mir geht, ist jeder Spieler von Real Madrid bei der WM dabei. Ja, wenn wir schon mal beim Thema Frankreich sind, gibt es schlechte Nachrichten um Eduardo Camavinga. Dieser Junge hat absolute Horrorjahre hinter sich, der ist leider so verletzungsanfällig und alle hoffen, drücken ihm die Daumen, so ein sympathischer Kerl, dass dieses Verletzungspech endlich aufhört. Aber er hat die letzten beiden Trainingseinheiten von Frankreich nicht mitmachen können. Fabrizio Romano schreibt dazu, Eduardo Camavinga trainiert aufgrund von muskulären Problemen nicht mit der französischen Nationalmannschaft, als Didier Deschamps Khéphren Thuram zusätzlich zum Kader als Mittelfeldspieler berufte. Ja, auf der einen Seite könnte man denken, okay, der lässt vielleicht 1-2 Trainingseinheiten ausfallen, aber wenn Didier Deschamps schon einen Ersatz nominiert, ich habe absolut Angst und hoffe einfach, dass meine Befürchtungen falsch liegen. Vielleicht sind es wirklich nur kleine muskuläre Probleme und er kommt wieder gesund aus Frankreich nach Real Madrid. Das ist erstmal meine oberste Priorität. Ja, das ist das erste Spiel, auf das wir Madridistas heute achten sollten. Und das zweite ist zeitgleich in England. Da spielt Jude Bellingham und England gegen Serbien und es ist mehr oder weniger ein Schaulaufen, denn England ist bereits für die WM qualifiziert. Für Jude Bellingham könnte es trotzdem interessant sein, denn Thomas Tuchel hat gesagt, so wie er seine Mannschaft aufstellen möchte, ist nicht genügend Platz für Harry Kane, Foden und Bellingham. Also, wenn es nach mir geht, glaube ich, dann ist Foden eher das schwächste Glied in dieser Kette. Naja, bin ich mal gespannt. Ich drücke Jude Bellingham die Daumen, dass er natürlich eine wichtige Rolle bei England übernimmt. Umso besser für Real Madrid. Ja, und kommen wir von einem Mittelfeldspieler zu einem anderen. Und ein Name, da bin ich ganz ehrlich, den ich vor einer Woche noch nicht gehört hatte. Ich verfolge die zweite Bundesliga nicht so sehr, sonst hätte ich vielleicht bereits von ihm gehört. Und zwar bei Hertha BSC Berlin spielt der 16-jährige Kenneth Eichhorn. Der Junge hat mit 16 Jahren und 14 Tagen für die Hertha debütiert. Er ist jetzt schon mit 16 Jahren 1,86 Meter groß. Also man wächst, glaube ich, mehr oder weniger, bis man 21 ist. Also ich glaube, der wird die 1,90 Meter plus wahrscheinlich knacken. Und warum rede ich über diesen Spieler? Denn Sky Sport News, Florian Plettenberg berichten, dass alle europäischen Topvereine an diesem Jungen interessiert sind. Er schreibt, nahezu alle europäischen Topclubs sind an dem 16-jährigen Kenneth Eichhorn interessiert. Aus Deutschland zählen dazu Leipzig, Bayern München, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen. Aus dem Ausland beobachten ihn unter anderem Real Madrid, Barcelona, Manchester United und Paris Saint-Germain. Er ist bereits Stammspieler bei Hertha BSC und wurde zum jüngsten Spieler in der Geschichte der zweiten Bundesliga. Ein Ausnahmetalent, die Ausstiegsklausel liegt bei 10 bis 12 Millionen. Ja, also die Ausstiegsklausel ist natürlich für große Mannschaften ein Witz, 10 bis 12 Millionen. Ja, und jetzt kommt die Situation, wo mein Herz sich spaltet. Auf der einen Seite denke ich, der ist 16. Der spielt seit einem halben Jahr in der zweiten Bundesliga. Gebt diesem Jungen doch Zeit, sich zu entwickeln. Der hat jetzt mit Hertha BSC eine gute Mannschaft, die immer auf junge Talente setzt, wo er sich entwickeln kann. Der ist schon Stammspieler. Also lasst ihn Minuten sammeln, lasst ihn Erfahrungen sammeln, lasst ihn sich entwickeln. Von der zweiten Liga vielleicht irgendwann in die erste Liga. In 4-5 Jahren ist der gerade mal 20 oder 21 und dann kann man immer noch schauen, wie er für eine Mannschaft wie Real Madrid oder so interessant wäre. Er spielt übrigens eher im defensiven Mittelfeld. Ich habe euch so ein bisschen die Heatmap von ihm gezeigt in dieser Saison. Ihr seht also, in welchen Räumen er sich so bewegt. Vom Spielerprofil so ein bisschen in die Richtung Toni Kroos geht er. Natürlich mit einer ganz anderen Körperlichkeit. Ich glaube, der Junge wird am Ende bestimmt auf 1,91 Meter etc. kommen. Ja, auf der anderen Seite denke ich, wenn du so ein junges Talent nicht dir jetzt schon sicherst,
Ein Paris wartet nicht auf dich. Ein Manchester City, United, was wir gerade eben gehört haben, die warten auch nicht auf dich. Das heißt, du kannst nicht sagen, ja, wenn der mal 21 ist, schauen wir mal, wie weit er ist. Denn wenn der sich irgendwann mal verpflichtet hat oder unterschrieben hat bei den Bayern, bei Paris, bei Barca, was auch immer, ist es fast unmöglich, ihn irgendwann nach Real Madrid zu lotsen. Ja, bin ich gespannt, wie ihr solche Situationen lösen würdet. Ich glaube tatsächlich, das Beste für eine Mannschaft wie Real Madrid ist, dass du ihn irgendwie unter Vertrag nimmst, so einen Vorvertrag, und ihn aber natürlich noch, bis der 18 ist, muss der bei Hertha bleiben, und mit 18 dann vielleicht aber auch nochmal verleihst an die Hertha oder wo auch immer, wo er noch 2-3 Jahre Erfahrung sammeln kann. Es muss nicht immer mit 18 Jahren schon der Durchbruch bei Real Madrid passieren. Außerdem haben wir ja einen ziemlich gleichen Spielertypen, den Chema, der gerade beim VfB Stuttgart ausgeliehen ist. Bin ich mal gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Der ist ja schon körperlich und vom Alter auch schon weiter. Der ist, glaube ich, schon 21. Mal schauen, wie der sich entwickelt, ob er nächste Saison ein Backup für Aurélien Tchouaméni werden kann. Ja, da bin ich, wie gesagt, sehr gespannt. Lasst eure Meinung dazu bitte in den Kommentaren. Ja, und wenn wir schon mal bei Sky Sport News sind aus Deutschland und Florian Plettenberg, hat er auch eine neue Information gebracht über einen Spieler von Real Madrid. Und zwar geht es da um unseren Brasilianer Rodrigo. Schauen wir mal an, was er geschrieben hat. Neue Gerüchte, die Tottenham Hotspurs mit Rodrigo in Verbindung bringen, sind nach wie vor völlig haltlos. Ein Vertrag wäre vor allem wegen seines Gehalts nicht machbar. Ein Wechsel im Januar ist aber weiterhin möglich. Der Transfermarkt wird sondiert. Sein Vertrag bei Real Madrid läuft noch bis 2028. Und die gleichen Informationen mehr oder weniger kommen aus ESPN Brasilien. Da schreiben die Eilmeldung: Rodrigo ist mit seiner Rolle bei Real Madrid in dieser Saison sehr unzufrieden und ist nun ernsthaft bereit, den Verein im Januar zu verlassen. Also, ihr hört, sowohl aus Brasilien als auch aus Deutschland kommt die Information, ein Rodrigo wäre bereit, Real Madrid jetzt schon im Winter zu verlassen, im Januar, das ist in 1,5 Monaten quasi. Und Rodrigo würde sich auch Sorgen machen um seine Teilnahme bei der WM. Wir wissen, Ende der Saison ist WM, wir wissen, ein Rodrigo ist bei Real Madrid Spieler Nummer 13, 14. Wenn Xabi Alonso endlich mal wieder er selber wird, ist er vielleicht sogar nur Spieler Nummer 15 oder Rodrigo geht endlich mal einen Schritt in die richtige Richtung. Denn ganz ehrlich, ein Rodrigo hat diese Saison seine Chancen bekommen. Sogar auf seiner Position als linker Flügel. Und ich habe immer gesagt, wenn ein Rodrigo über den linken Flügel spielen darf, ist er einer der Besten der Welt. Aber es ist ewig her, dass er das bei Real Madrid unter Beweis gestellt hat. Rodrigo hat, glaube ich, in den letzten 29 Spielen oder so, glaube ich, kein Tor gemacht bei Real Madrid. Bei Real Madrid. Du bist eine so offensive Mannschaft, da musst du aus Zufall schon mal an der richtigen Stelle stehen und den Ball über die Linie schieben. Aber selbst das ist beim Brasilianer nicht zu sehen. Er hat unter Carlo Ancelotti immer wieder seine Chance bekommen, hat uns immer wieder enttäuscht. Das Problem von Rodrigo ist halt, dass er kein hohes Niveau auf Dauer halten kann. Er hat immer wieder Leistungsspitzen, da schießt er uns in der Champions League im Halbfinale gegen City weiter und ist auf einmal gefühlt Pelé, und danach kommen dann wieder 10 Spiele, wo er unsichtbar ist, nicht wichtig für die Mannschaft, und so etwas kann man sich bei Real Madrid nicht erlauben. Ja, Rodrigo möchte in diesem Wintertransfermarkt noch wechseln, anscheinend laut Quellen aus Brasilien und Deutschland, aber ich glaube nicht, dass Real Madrid das zulässt. Denn Real Madrid hat zurzeit zwar genügend Stürmer, aber so wie es aussieht, ist Endrick schon im Winter weg. Und dann glaube ich nicht, dass sie noch einen Spieler ziehen lassen. Wie sieht es bei Endrick aus? Da hat sich Fabrizio Romano zu geäußert. Hören wir uns das zusammen einmal an. Abschließend wollte ich noch über 2 Brasilianer sprechen. Der eine ist, ich habe ihn gerade erwähnt, Endrick. Endrick, Olympique Lyon. Der Deal ist so gut wie vereinbart. Es müssen nur noch ein paar Details geklärt werden. Und dann ist es voraussichtlich soweit. Eine exklusive Story, von der ich euch vor ein paar Wochen erzählt habe. Endrick will zu Olympique Lyon. Endrick will per Leihe wechseln. Es wird eine reine Leihe sein. Keine Kaufoption, keine Kaufverpflichtung, nichts. Eine reine Leihe für Endrick zu Olympique Lyon. Die Einigung ist fast erzielt. Mit dem Spieler ist alles klar. Ich habe euch ja alles über Endrick und Olympique Lyon erzählt. Jetzt arbeiten sie an den Details dieses Deals. Und dann soll Endrick ein neuer Spieler von Olympique Lyon werden, um bereits am 1. Januar bereit zu sein, zum Verein zu stoßen.
Sie wollen den Deal also in den nächsten 2 Wochen abschließen und dann ist er am 1. Januar schon in Lyon eingelebt und bereit, voll einzuschlagen. Nochmal, eine reine Leihe. Die Zukunft von Endrick liegt also bei Real Madrid. Ja, wie ich euch seit einiger Zeit auf diesem Kanal berichte, es geht auf die Zielgerade. Die Unterschrift ist quasi noch das Einzige, was fehlt. Es sind noch Nuancen, die geklärt werden müssen. Aber Real Madrid und Lyon, die tauschen schon Dokumente aus. Unser Brasilianer, dieser 19-jährige, Wunderstürmer, dieses Wundertalent, wird endlich die Minuten auf dem Platz bekommen, die er verdient. Ihr wisst, ich bin ein großer Fan von Xabi Alonso und verteidige viele seiner Entscheidungen. Eine Entscheidung, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist sein Umgang mit Endrick. Dieser Junge hat in den paar Minuten, die er bekommen hat, schon gezeigt, dass er der Mannschaft sehr weiterhelfen kann. Ein Xabi Alonso sieht das anders. Der Erfolg gibt ihm recht, also solange muss ich meine Klappe halten. Für mich, für euch bedeutet das, ab der Winterpause immer wieder zu schauen, wann spielt Lyon und gucken, welcher Kanal das überträgt. Ich werde mir natürlich jedes Spiel versuchen, von Endrick anzuschauen. Ich glaube immer noch, er ist die Zukunft von Real Madrid im Sturm und anscheinend sieht das Real Madrid genauso, wie er gehört hat. Keinerlei Klausel, keinerlei Risiko. Endrick ist in 6 Monaten wieder bei Real Madrid. So lange drücke ich ihm die Daumen, dass er alle Netze in Frankreich kaputt schießt, damit ein Carlo Ancelotti ihn mit zur WM nimmt für Brasilien. Ja, und dann kommen wir zu seinem Leidenspartner in der letzten Saison. Denn wer saß neben Endrick ganz oft auf der Bank unter Carlo Ancelotti? Arda Güler. Ein Spieler, für den sich natürlich alles um 180 Grad gewendet hat. Unter Xabi Alonso ist er einer der Führungsspieler von Real Madrid. Er nimmt eine enorme Entwicklung. Und das sieht auch die türkische Föderation, denn er hat den Förderpreis des türkischen Fußballs bekommen. Ich habe extra bei Grok etc. bei ChatGPT geguckt, was dieser Preis bedeutet. Er wird verliehen für Spieler, die den türkischen Fußball ins Ausland tragen. Also, und da hat er den Preis. Ich habe nur gesehen, wie er den Preis bekommen hat. Ihr seht, wie der da auf die Bühne geht. Er hat dann ein paar nette Worte gesagt, sich bedankt. Aber laut ChatGPT hat auch Kenan Yildiz diesen Preis gewonnen. Also, wie dem auch sei, auch wenn das so ist, ich drücke Arda Güler definitiv, nicht drücke die Daumen, ich gratuliere Arda Güler definitiv für diesen Preis. Wir wissen, wie wichtig ihm die Zukunft des türkischen Fußballs ist, wie wichtig ihm die türkischen Kinder sind, wie verbunden er zu seiner Heimat ist. Ich glaube, dieser Preis macht dem Arda Güler sehr viel Illusion und bringt ihm sehr viel Freude. Naja, und wenn wir schon mal über Arda Güler reden, ein anderes Mittelfeldgenie, eine der größten Legenden in der Geschichte von Real Madrid und vom Mittelfeld in der Welt des Fußballs, Toni Kroos, hat sich zu Arda Güler geäußert. Hören wir uns das zusammen einmal an. Mit dem hast du ja auch noch ein Jahr zusammenspielen dürfen. Die Jungs fragen alle, ist das dein Nachfolger und wie siehst du seine Leistung gerade in dieser Saison bei Real? Ja, mich freut es, dass er vor allem in diesem Jahr das erste Mal wirklich deutlich mehr Spielanteile bekommt, weil er, glaube ich, fußballerisch das verdient, weil es ein Junge ist, auf den man setzen kann für die Zukunft. Von Vergleichen halte ich immer nichts. Also ich glaube, dass Arda auch ein anderer Spielertyp ist als ich, dass er, glaube ich, seine beste Position wirklich deutlich offensiver ist als meine. Deswegen geht es gar nicht um Nachfolge oder so. Aber mich freut es grundsätzlich, weil er ist ein guter Junge. Wie gesagt, ich habe ja mit ihm zusammengespielt und er hat einfach ein wirklich richtig feines Füßchen, was er diese Saison schon öfters auch, glaube ich, sehr gewinnbringend eingesetzt hat für Real. Deswegen hoffe ich, dass er weiter konstant Spielzeit bekommt, weil am Ende wirst du nur so besser und dann bin ich mir aber auch sicher, dass er wirklich viele Jahre bei Real auch prägen kann. Ja, also man sieht, man hört ihm an, mit was für hohen Tönen er von dem jungen Türken redet. Man muss sagen, ein Toni Kroos war immer schon ein Fan oder ein Befürworter von Arda Güler. Vor 1-2 Jahren hat er schon mal so ein Interview gegeben und gesagt, wie begeistert er von diesem Jungen ist, wie lernbegierig Arda Güler war, dass er immer zu Kroos und Modric gegangen ist und gesagt hat, hör mal, wie mache ich das? Und Toni Kroos, wie gesagt, sagt auch, Arda Güler hat ein unglaubliches Füßchen. Er selber sieht ihn weiter vorne, also er selber sieht ihn nicht so
in der Vitinha, Pedri, Toni Kroos Position. Er sieht ihn weiter vorne, anscheinend hinter Kylian Mbappé. Ja, und er sagt aber auch, wenn er seine Spielzeit bekommt, wie er sie zurzeit bekommt, ist er sich absolut sicher, dass er über Jahre bei Real Madrid spielen wird, dass er da einer der wichtigsten Spieler wird. Im AS schreiben sie sogar, dass Kroos gesagt hätte, Arda Güler könnte eine Epoche bei Real Madrid bestimmen. Naja, so sehr habe ich das aus den Worten von Toni Kroos nicht gehört. Aber ganz ehrlich, ich denke das und ich kann mir vorstellen, dass ein Toni Kroos das auch so denkt. Ja, wie ihr gehört habt, sehr viele Informationen heute rund um Real Madrid. Ihr könnt euch gerne zu jedem dieser Themen melden. Ihr kennt mich, ich werde versuchen, so viele Kommentare wie möglich zu lesen und auch zu beantworten. Lasst eure Meinung zu den Themen in den Kommentaren. Und wenn ihr schon mal da seid, lasst bitte ein Like da, teilt dieses Video, lasst ein Follow da. Vielleicht schaffen wir ja sogar die 20.000, wäre eine Riesenfreude. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. À la Marie!